meine Freunde, hola Madridistas. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, denn morgen ist schon wieder Spieltag. Morgen spielt Real Madrid gegen Girona. Auf das Spiel gehe ich allerdings erst morgen in meinem Video ein. Heute möchte ich mich mit euch noch ein bisschen über die Nachwehen unterhalten, über die Eindrücke von Real Madrid gegen die Bayern. Spieler, die mir im Stadion besonders aufgefallen sind. Also das war schon schön einzusehen. Dann hören wir uns mal ein paar Antworten an von Álvaro Arbeloa aus der Pressekonferenz nach dem Spiel. Wie möchte Real Madrid die Remontada angehen? Ist schon sehr interessant. Dann möchte ich mich natürlich auch mit euch über die gesamten Ergebnisse des Viertelfinales der Champions League unterhalten und. Es wird auf jeden Fall ein interessantes Video. Viel Spaß dabei. Ja, auch 2 Tage nach dem Spiel gegen die Bayern ist das Herz des Madridismos immer noch so ein bisschen gespalten. Auf der einen Seite ist man natürlich enttäuscht. Man hat ein Spiel im Santiago Bernabéu im Viertelfinale der Champions League verloren. Damit kann man einfach nicht zufrieden sein. Auf der anderen Seite wurde Real Madrid vor dem Spiel schon für so tot gehandelt. Und jetzt hat man erkannt, oh, die Bayern bluten auch. Wir können den Bayern auch Schaden zufügen. Das Tor vielleicht ein bisschen zu wenig. Viele haben gedacht, boah, bei den Chancen, die Madrid hat liegen gelassen, ist da im Rückspiel noch was drin. Ja, und das ist so die Stimmung im Madridismo. Lass mir gerne deine Meinung, was du für Eindrücke hast, wie es dir geht, gerne in den Kommentaren. Interessiert mich persönlich sehr. Ja, fangen wir aber erst einmal mit guten Nachrichten an, die dich vielleicht ein bisschen aufmuntern. Und zwar habe ich euch berichtet, Real Madrid, die U21, also Real Madrid Castilla, spielt zum ersten Mal beim Premier League International Cup mit. Sie waren im Viertelfinale gegen Manchester United. Ja, und lagen nach ein paar Minuten schon 2:0 zurück. Also ich dachte, ein rabenschwarzer Abend für den Madridismo. Aber die Jungs haben es besser gemacht als die Erwachsenen. Sie haben im Old Trafford noch das 2:2 geholt und in der Verlängerung mit 4:2 gewonnen. Also, unsere Jungs Real Madrid Castilla steht bei ihrem ersten Versuch direkt im Halbfinale des Premier League International Cups. Da gibt es jetzt bald eine Auslosung. Mal gucken, wer der nächste Gegner ist. Ja, und ein Name, der hört im Madridismo nicht auf zu verblüffen. Und zwar habe ich euch vor 2-3 Tagen von diesem Jungen erzählt. Sheriff Fofana. Ich habe euch erzählt, dieser Junge ist nominiert für Real Madrid Castilla. Der ist gerade mal 16, der wurde für die B-Jugend geholt. Ja, der wurde nicht nur nominiert, der hat von Anfang an gespielt. Und der Junge hat durchgespielt. 120 Minuten gegen 20-Jährige, gegen 21-Jährige. Und der Junge war überragend. Aurélien Tchouaméni fehlt in München. Vielleicht haben wir ja da einen Ersatz. Also, na, ich übertreibe jetzt, aber tolles Spiel von Sheriff Fofana, der überspringt jede Jugend im Vorbeigehen, also wahnsinnig toll. Bei mir auf Twitter werde ich eine Compilation machen zwischen den besten Szenen oder von den besten Szenen von Sheriff Fofana. Wenn euch das interessiert, lasst ein Follow da auf Twitter, ich lasse euch jetzt hier meinen Account. Ja, tolles Spiel und ich gratuliere natürlich den Jungs zum Einzug ins Halbfinale. Wenn der Gegner feststeht, erfahrt ihr es hier zuerst. Ja, kommen wir aber jetzt zu den Erwachsenen. Ja, und schauen wir uns erst einmal die Ergebnisse des Viertelfinales an. Bayern gegen Real Madrid brauchen wir nicht drüber reden, da wissen wir, die Bayern haben 2:1 gewonnen. Dann gewinnt Arsenal London ein Spiel bei Sporting Lissabon. Und ich glaube, Arsenal weiß selber nicht, wie sie das gewonnen haben. Das Tor in der Nachspielzeit. Sporting viele gute Chancen liegen lassen. Man sieht, wie schwer die Champions League ist. Auch eine Mannschaft wie Sporting, ich schätze mal, von allen Duellen waren das die krassesten Außenseiter, haben Arsenal Paroli geboten, haben gezeigt, warum sie im Viertelfinale der Champions League sind. Also nichts als Respekt für Sporting Lissabon. Aber jetzt Arsenal natürlich klarer Favorit. Sollten das zu Hause im Emirates klar machen. Dann die Spiele von gestern Abend. Und wie stark ist bitte Paris Saint-Germain? Liverpool, wo alle gedacht haben, das ist der neue Cirque du Soleil, die haben sich jeden Star geholt, die haben eine Mannschaft, wo du wahrscheinlich Namen für Namen nimmst, wahrscheinlich die beste Mannschaft der Welt, Liverpool. Und
Paris hat denen nicht mal den Hauch einer Chance gegeben. Arsenal hatte am Ende, glaube ich, ein Expected Goals von 0, nicht mal 4 oder sowas. Paris, sowas von dominant. Paris, keiner redet über die, aber die wollen back-to-back die Champions League holen. Und wenn ich mir alle Spiele anschaue, im Viertelfinale, mit Abstand die beste Mannschaft Paris Saint-Germain. Das war ein absolutes Feuerwerk, was die abgeliefert haben. Man sieht richtig im Laufe der Saison, die werden von Spiel zu Spiel seriöser und das macht mir ein bisschen Angst. Also es scheint so, als wenn Paris richtig gut einordnen kann, wann müssen wir ein bisschen mehr Gas geben, wann müssen wir ein bisschen weniger geben. Also am Anfang der Saison haben sie es ja kaum in die französische Meisterschaft nach oben geschafft. Da waren sie die ganze Zeit Zweiter oder Dritter. In der Champions League haben sie gestruggelt. Aber jetzt, von Spiel zu Spiel, werden sie besser. Für mich zurzeit Top-Favorit Paris Saint-Germain, wenn ich mein Geld setzen müsste. Ja, und zum anderen Spiel Barcelona gegen Atletico Madrid. Ja, und böse Zungen behaupten, sobald Barcelona raus ist aus dem geschützten Negreira-System, dann pfeifen die Schiedsrichter auch wieder fairer und dann kommen solche Ergebnisse. Ich meine, es ist schon krass, den Unterschied zu sehen, die rote Kartenbilanz in der spanischen Liga, wo sie in diesem Jahrtausend bei plus 69 sind und Madrid bei plus 1. Also ein Riesenunterschied. Und wenn du dann nach Europa guckst, sind beide auf einmal identisch. Ja, und das ist halt schon sehr, sehr auffällig, was für eine Diskrepanz in der Liga ist im Vergleich zu Europa. Ja, es ist schon sehr, sehr auffällig. Ja, was soll ich zu diesem Spiel sagen? Atletico Madrid hat dieses Spiel meiner Meinung nach verdient gewonnen. Barca hatte natürlich mehr Ballbesitz, aber ich erinnere mich jetzt auch an keine glasklare Torchance von Barcelona. Atletico Madrid hat ihren Stiefel runtergespielt, eine glasklare rote Karte. Auch das 2:0 war schön rausgespielt. Atletico Madrid hat natürlich Barcelona den Ball überlassen, aber die sind nicht so richtig ins Straucheln geraten. Das Gefühl hatte zumindest ich. Lamine Yamal war die Ausnahme. Der hat immer wieder versucht, Barca sich zu packen und selber. Aber das ist halt so ein bisschen der Unterschied. Ich glaube, Lamine Yamal, meine Meinung, ich werde vielleicht in den Kommentaren erschlagen, aber man kann ihn nicht so sehr mit einem Messi vergleichen, viel eher mit einem Neymar. Weil Messi, was den so besonders gemacht hat, meiner Meinung nach, ist, dass er die ganze Mannschaft um sich herum besser gemacht hat. Natürlich hat er auch mal ein Dribbling durch 6, 7 Mann gemacht. Jeder erinnert sich an Ankara Messi. Ja, das konnte er auch. Aber ich sag mal, in 90% war das Besondere von Messi nicht diese Dribblings, sondern wie der sich den Ball geschnappt hat, an einem vorbeigegangen ist, den Ball verlagert hat, sich den wiedergeholt hat. Der war halt wirklich, hat den FC Barcelona den Fußball dominiert. Lamine Yamal erinnert mich so ein bisschen mehr an Neymar, sich den Ball packen und selber mit dem Kopf durch die Wand. Der dribbelt wahrscheinlich so gut wie kein anderer. Es ist schon krass, wie er durch 4, 5 Leute vorbeigeht. Ja, aber trotzdem, wenn du dann vergleichst, was ein Olise macht im Bernabeu, wie er wieder den Ball auf Harry Kane ablegt und der macht das Tor. Ich habe das Gefühl, Yamal ist eher so der Dribbler, der für sich selber schauende. Ein Olise ist mehr der Teamspieler. Ja, wahrscheinlich auch ein bisschen reifer, ist ja 7 Jahre älter. Trotzdem, tolles Spiel von Lamine Yamal. Ja, Atletico Madrid. Bin ich gespannt, ob sie sich das noch aus der Hand nehmen lassen. Ja, das waren die Spiele im Viertelfinale. Auf das Spiel, was ich mich auf diesem Kanal natürlich am meisten interessiert, am meisten konzentrieren möchte, ist das Spiel Real Madrid gegen Bayern. Und ich habe so ein paar Eindrücke, die ich mit euch teilen wollte. Sachen, die man im Stadion sieht, die man vielleicht vor dem Fernseher nicht so sieht. Und eine Sache, ich habe da auch einen Short zu gemacht, aber trotzdem wollte ich das nochmal mit euch ein bisschen teilen. Spieler, die mich besonders überrascht haben, wir alle Madridistas haben natürlich gehofft, dass Fede Valverde wieder so eine glorreiche Nacht hat wie im Hinspiel gegen Manchester City. Aber ich bin ganz ehrlich, Konrad Laimer bei den Bayern, so underrated. Der hat sich an Fede Valverde so festgebissen. Der ist wirklich ekelhaft gegen Laimer zu spielen, aber der macht so viel Drecksarbeit. Ich bin ein ganz großer Konrad Laimer-Fan. Ich glaube, die Bayern haben gerade Probleme bei seiner Vertragsverlängerung. Ganz ehrlich, wenn ich Florentino Perez wäre, alle wollen Olise, ja, den will ich auch. Aber ich hätte auch gerne Konrad Laimer. Also wirklich ein richtiges Arbeitstier, hat mich beeindruckt. Das gleiche Thiago Pittarch. Der wurde natürlich wegen diesem einen Fehlpass, den der macht, das darf dem nicht passieren. Und das ist dem gegen City schon mal passiert. Courtois hat den im Arsch gerettet. Jetzt hat Lunin den im Arsch gerettet. Thiago Pittarch, solche Fehler können eine Champions League K.O.-Runde bestimmen. Was noch beeindruckender ist,
Der Junge hat sich davon nicht unterkriegen lassen. Der ist trotzdem zu jedem Ball hingerannt und wollte den wiederhaben. Auch in brenzlichen Situationen gegen eine der Mannschaften, die in ganz Europa am besten presst. Und der hat sich so oft aus Situationen befreit. Ich erinnere mich an locker 3 oder 4 Mal Standing Ovations oder Szenenapplaus für Thiago Pitarch. Wie viel der geackert hat außerhalb von den Kameras, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Viele haben gesagt, viel weniger Bellinghams, viel weniger Mbappés, viel weniger Winnies. Wir wollen mehr Thiago Pitarch. Also das war der Tenor im Block, wo ich war. Und als der ausgewechselt wurde, naja, ich schätze mal, der Junge war platt, aber der hat so einen fetten Applaus bekommen, hat der Junge sich verdient. Ja. Und ein Spieler, ihr habt das gestern im Vlog gesehen. Wer den Vlog von gestern nicht gesehen hat, bitte schaut euch den an. Ich finde, der ist mir gut gelungen, wenn ich das mal so sagen darf. Das sieht man auch in eurer Resonanz. Allerdings haben die Vlogs bei mir nie so viele Views. Deshalb lasst das mal in den Kommentaren, ob ihr öfter solche Vlogs sehen wollt oder nicht. Wenn nicht, dann brauche ich es auch nicht, wenn euch eher die Informationen interessieren. Wenn doch, lasst das gerne in den Kommentaren. Ja, wie gesagt, der Spieler, der mich wirklich krass nochmal beeindruckt hat, ist Arda Güler. Das erinnert mich damals, als ein Arjen Robben bei Real Madrid war, es ist lange her, wenn der den Ball hatte, wo das ganze Publikum so ein bisschen nach vorne gegangen ist. Und das war bei Arda Güler auch. Wenn der den Ball bekommen hat, du hast richtig gemerkt, da ging so ein Oh durchs Stadion. Du wusstest, jetzt kann hier was passieren und es ist immer was passiert. Dieser Junge live ist nochmal anders als vorm Fernseher. Also, wer von euch Arda Güler liebt oder Fan ist, geht ins Stadion, schaut euch diesen Jungen an. Ich kann euch nicht versprechen, dass er immer auf diesem Niveau spielt. Aber, ey Leute, Gänsehaut. Nicht nur der Pass auf Mbappé, auch wie der ganz oft sich freiläuft, um anspielbar zu sein. Wie viel der hinten versucht hat zu helfen gegen den Olise. Auch den Stress, den der da mit Olise hatte. Ich weiß nicht, was da los ist. Mein Türkisch ist nicht so gut, aber ich würde fast behaupten, der hat die Berufswahl von Olises Mutter in Frage gestellt. Aber so gut ist mein Türkisch nicht, vielleicht vertue ich mich auch. Aber ich war wirklich krass beeindruckt von Arda Güler. Also im Stadion hat man gesehen, der Junge ist wirklich auf einem anderen Niveau. Ja, das waren so meine persönlichen Eindrücke. Aber jemand, der viel mehr Ahnung hat als ich, Álvaro Arbeloa, wurde auch zu seinen Eindrücken gefragt. Hören wir mal die Antwort von unserem Trainer. Wie erklärst du die Niederlage und wie hast du dein Team gesehen? Glaubst du, dass ihr heute sehr weit vom FC Bayern München entfernt wart? Nun, ich denke, es ist eine Niederlage, die wir vielleicht in der zweiten Halbzeit, wenn wir ein bisschen mehr Glück gehabt hätten vermeiden können. Es ist klar, dass wir gegen eine großartige Mannschaft gespielt haben, das wussten wir. Und ja, wir haben 2 Fehler gemacht, 2 Ballverluste, über die wir schon vor dem Spiel und in der Halbzeit gesprochen hatten, dass wir sie vermeiden müssen und vor allem darauf vorbereitet sein sollten, falls sie doch passieren, viel kompakter zu stehen. Gegen solche Mannschaften, wenn du diese Fehler machst, dann wirst du dafür bestraft und ja, das ist eben das, womit man umgehen muss, oder? Es ist klar, dass wir ein Tor geschossen haben, das uns Hoffnung gegeben hat. Schade war, dass wir nicht eine der Chancen genutzt haben, die wir hatten. Es wird nicht einfach, aber wenn irgendeine Mannschaft in München gewinnen kann, dann ist es Real Madrid. Ja, und ich glaube, der hat mehr oder weniger das Gleiche gesagt, was ich gestern in meinem Video gesagt habe. Natürlich sind die Bayern eine Monstermannschaft, das wussten wir, das hat man auch auf dem Platz gesehen. Allerdings, als Madrid-Fan hadert man mit den Torchancen, die man ausgelassen hat. Also, ich bin immer noch der Meinung, wenn Cristiano Ronaldo da gestanden hätte, dann gewinnst du das Spiel. Aber naja, ich bin auch der Meinung, beim 2:1 von Harry Kane, ein kleiner Teil von mir denken, Courtois hätte den vielleicht gehalten. Ich möchte André Lunin keinen Vorwurf machen. Er könnte auch eure Eindrücke da in den Kommentaren schreiben. Ja, und wo ein Arbeloa auch mit mir gegangen ist, ist mit den Schiedsrichterentscheidungen. Denn einige haben mich da kritisiert, aber Arbeloa sieht es genauso. Hören wir da mal rein. Ich wollte dich nach einer gelben Karte fragen, von der ich nicht weiß, ob sie für dich wirklich gelb ist, die aber das Rückspiel ein wenig beeinflussen wird, weil ein Spieler wie Tchouaméni im Kader nicht noch einmal vorhanden ist. Gut, wir werden noch Zeit haben, darüber nachzudenken. Wir haben verlässliche Optionen. Es ist klar, dass es ein wichtiger Ausfall wegen einer Karte ist. Ich weiß nicht, was der Schiedsrichter da gesehen hat, genauso wenig wie ich verstehe, wie er bei Mbappés Einsteigen keine rote Karte gegeben hat. Es gibt Dinge, die man manchmal nicht versteht, aber das ist nun mal so. Und damit fahren wir nach München. Ja, also die gelbe Karte von Tchouaméni, darüber kann man wirklich diskutieren. Meiner Meinung nach kann man nicht über die rote Karte von Tah diskutieren. Für mich ist das eine glasklare rote Karte. Der tritt ihm da mit offener Sohle auf die Wade. Ey, das ist doch das, was wir gelernt haben, dass das eine rote Karte ist.
Ja, ich habe aber natürlich auch, wenn ich es versuche, ohne Brille zu sehen, immer eine Madrid-Fanbrille. Also so ganz neutral kann ich das nicht betrachten. Auch dazu könnt ihr gerne eure Meinung lassen. Ja, bin ich gespannt, wie ihr das seht. Und zu guter Letzt wurde er so ein bisschen gefragt, war's das? Sind wir raus? Haben wir noch eine Chance in München? Gibt's eine Remontada? Ja, da habe ich die 2 Antworten von unserem Trainer mal zusammengefasst. Der FC Bayern kam mit einem Angriff, der in dieser Saison bereits 96 Tore erzielt hat. Aber am Ende scheint ihr MVP Manuel Neuer gewesen zu sein. Das hat Antonio Rüdiger gesagt, dass er der Beste von ihnen war. Ich weiß nicht, ob du dieser Analyse zustimmst und ob das auch ein Ansporn für das Spiel in München ist. Nun, der Ansporn ist, dass wir gezeigt haben, dass wir ihnen wehtun können, dass wir ihnen Tore schießen können. Ich denke, wir hatten mehr als genug Chancen, um noch ein weiteres Tor zu erzielen. Wir haben und wir werden viel daraus lernen, was passiert ist, wie sie gespielt haben. Wir sind praktisch in dieses K.O.-Spiel gegangen, ohne es wirklich auf dem Platz vorbereiten zu können, was für ein Team wie unseres nicht einfach ist, das nun ja nicht so eingespielt oder abgestimmt ist wie Mannschaften wie der FC Bayern München, die schon lange mit ihrem Trainer zusammenarbeiten und genau wissen, was sie wollen. Und nun, mit diesem Vertrauen in unsere Spieler, werden wir nach Deutschland fahren. Ganz ehrlich, wer nicht daran glaubt, kann hier in Madrid bleiben. Aber wir werden nach München fahren, um alles zu geben und zu gewinnen. In Mallorca sagtest du, nach dem Spiel gab es kaum Ermahnungen. Du hast den Jungs gesagt, sie sollen ans Bayern-Spiel denken. War es heute auch so? Das Ergebnis ist aufholbar, doch ich weiß nicht, wie stark du mental am Rückspiel arbeitest. Nein, nicht das Mentale. Ich glaube, es geht um das Fußballerische, darum, wie wir ihnen wehtun können, wie wir uns gegen all die Situationen verteidigen, die sie uns in ihrem Angriff gestellt haben. Ich denke, wir haben noch ein paar Tage, um uns gut vorzubereiten, und darauf werden wir uns konzentrieren. Was das Mentale angeht, nein. Ich glaube, ich habe Spieler mit viel Persönlichkeit, die als erstes gesagt haben, dass wir dort gewinnen werden. Sie sind überzeugt davon und ich auch. Wir werden alles geben. Wir sind Real Madrid. Es gibt keine Angst. Wir kennen die Schwierigkeit des Gegners, des Kontexts, des Stadions, aber wir werden es anpacken. Ja, wer nicht dran glaubt, der kann in Madrid bleiben. Wir fahren nach München, um das Ding zu gewinnen. Und auch die Spieler haben nach dem Schlusspfiff dem Trainer gesagt, wir gewinnen das da. Also, keine Ahnung, nennt mich naiv, aber wenn ich so etwas höre, macht mir das unglaublich viel Mut. Und wenn die Spieler sagen, weißt du was, wir gewinnen das da, dann glaube ich, das sind die Eindrücke, die auf dem Platz gewonnen haben. Ich glaube, auch in Madrid war in der ersten Halbzeit viel zu eingeschüchtert von den Super Bayern, die alles zerschießen, alle reden über Bayern. Man hat Madrid angemerkt, wir wollen hinten stehen und kontern. Aber in der zweiten Halbzeit, wo sie so ein bisschen den Respekt verloren haben, du kassierst natürlich das 2-0 direkt in der ersten 20 Sekunden nach dem Anstoß. Und selbst davon hat Real Madrid sich nicht herausbringen lassen, sondern als sie mussten, haben sie gesehen, die Bayern bluten auch, die kochen auch nur mit Wasser. Wir haben Torchance um Torchance um Torchance. Und ich bin auch der Meinung, Kylian Mbappé alleine, der Schuss, den der rechts am Pfosten vorbeilegt, von 10 Mal macht er den 7 Mal rein. Seine Schusstechnik ist an sich überragend. Vini alleine vor Neuer, ja, der trifft die falsche Entscheidung. Wenn er vorher nicht schon ausgepfiffen worden wäre im Bernabeu, das ist auch der Grund, warum man mit Pfiffen manchmal aufpassen muss, glaube ich, der hätte den Ball über Neuer gelupft. Das ist auch die beste Entscheidung in der Situation. Ich glaube, Vini war ein bisschen eingeschüchtert, wollte deshalb lieber an Neuer vorbei, schießt den Ball rein. Ja, wie gesagt, Madrid hatte klar viele Torchancen, um Tore zu machen. Und ich glaube, wie gesagt, die Spieler haben aus dieser letzten halben Stunde, letzten 40 Minuten sehr viel Selbstvertrauen mitgenommen und glauben an sich in München. Ja, deshalb, wenn die Spieler glauben, glaube ich auch. Und das ist ja mein Eindruck zu den Aussagen von Álvaro Arbeloa. Ja, wie gesagt, es gibt auch noch andere Szenen aus den spanischen Medien, die ich mit euch teilen wollte. Kommt morgen in meinem Video noch dazu, wie der Plan ist, so ein bisschen zur Remontada. Können wir uns gerne morgen darüber unterhalten. Heute wollte ich mich ein bisschen darauf konzentrieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Lasst auf jeden Fall auch ein Like da. Wer noch kein Follow da gelassen hat, bitte macht das, unterstützt den Kanal ungemein. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Marie!